Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie ständig mit sich selbst reden? Diese Stimme in Ihrem Kopf, die nie aufhört, alles zu kommentieren, jede Situation zu analysieren. Jetzt stellen Sie sich vor, dass diese Stimme nicht nur Ihr Leben erzählt, sondern jedes Detail davon erschafft. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass alles, was Sie sich wünschen, wahr werden kann, wenn Sie nur diese innere Unterhaltung ändern? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann machen Sie sich bereit, denn heute werden wir in die Lehren von Neville Goddard eintauchen und entdecken, wie Ihre Vorstellungskraft, die Kraft, die Sie ständig nutzen, ohne sich dessen bewusst zu sein, der Schlüssel zur Veränderung Ihrer Realität ist. Bleiben Sie bis zum Ende bei mir, denn was Sie gleich erfahren werden, könnte die Art und Weise, wie Sie die Welt sehen und wie sie auf sie reagiert, völlig verändern. Denken Sie einen Moment lang nach. Was haben Sie sich den ganzen Tag über gesagt? Ist Ihre erste Reaktion, wenn etwas schief geht: Ich wusste, dass das passieren würde, oder alles läuft immer gut für mich? Neville Goddard lehrt uns, dass dieses innere Gespräch nicht nur ein Spiegelbild Ihrer Realität ist. Es schafft Ihre Realität. Jeder Gedanke, den Sie wiederholen, jeder stille Dialog, den Sie mit sich selbst führen, prägt die Art und Weise, wie sich die Welt um Sie herum manifestiert. Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel nehmen. Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die vor der gleichen Herausforderung stehen. Die erste Person, die auf ein Hindernis stößt, denkt: Das passiert mir immer. Ich schaffe es nie. Die zweite, die mit demselben Problem konfrontiert ist, sagt sich: Das ist nur ein Detail, ich finde immer eine Lösung. Was glauben Sie, wer von beiden hat eine größere Chance, die Schwierigkeit zu überwinden? Hier geht es nicht um oberflächliches positives Denken, sondern um ein grundlegendes Prinzip. Was Sie innerlich als Wahrheit akzeptieren, spiegelt sich äußerlich als Tatsache wider. Neville erzählt die Geschichte eines Mannes, der unbedingt eine seltene Schallplatte haben wollte, etwas, das praktisch unmöglich zu finden war. Doch anstatt sich einzureden, dass es schwierig oder unwahrscheinlich sei, begann er sich vorzustellen, dass er die Scheibe bereits besaß. Er stellte sich vor, wie es wäre, sie in den Händen zu halten und der Musik zu lauschen, bis sie plötzlich in seinem Leben auftauchte. Das mag wie Magie klingen, ist aber ein ganz natürlicher Prozess. Ihr Geist projiziert ständig Überzeugungen in die Welt, und die Welt reagiert entsprechend. Überlegen Sie einmal, welche Sätze wiederholen Sie am häufigsten vor sich selbst? Ich habe nie Geld. Die Dinge sind schwierig für mich. Oder vielleicht: Ich bin ein glücklicher Mensch. Die gute Nachricht ist, dass Sie dieses Gespräch jederzeit ändern können. Die Transformation beginnt in dem Moment, in dem Sie sich entscheiden, auf eine neue Art und Weise mit sich selbst zu sprechen. Und die große Frage ist: Wenn Ihre Selbstgespräche Ihre Realität schaffen, warum fangen Sie dann nicht an, darüber zu sprechen, was Sie wirklich wollen? Schließen Sie für einen Moment die Augen und stellen Sie sich etwas vor, das Sie sich zutiefst wünschen. Es könnte ein Haus sein, eine Beziehung, ein neuer Job, irgendetwas. Jetzt kommt eine Idee, die Ihre Sicht auf die Realität völlig verändern kann. Das Bild, das Sie in Ihrem Kopf erschaffen haben, ist nicht nur ein Traum. Es ist der Beginn Ihrer Schöpfung. Neville Goddard lehrt etwas, das nur wenigen bewusst ist. Ihre Vorstellungskraft ist Gott bei der Arbeit. Das bedeutet, dass dieselbe schöpferische Kraft, die das Universum geformt hat, in Ihnen steckt und sich durch Ihre Vorstellungskraft manifestiert. Viele glauben, dass Gott ein äußeres Wesen ist, das von uns getrennt ist. Aber Goddard interpretiert die Heilige Schrift auf eine revolutionäre Weise. Er verweist auf Verse wie: Das Reich Gottes ist in euch, Lukas 17,21. Und dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich, Markus 9,23. Und zeigt damit, dass Glaube nicht nur bedeutet, zu glauben, sondern das Gewünschte auch geistig zu erleben. Wenn es in der Bibel heißt, dass wir nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurden, bedeutet das für ihn, dass wir die Macht der Schöpfung geerbt haben. Aber anstatt physische Welten zu erschaffen, wie in der Genesis, erschaffen wir unsere persönliche Realität durch unsere Vorstellungskraft. Wollen Sie sehen, wie das funktioniert? Denken Sie an jede große Innovation in der Geschichte. Bevor es sie gab, wurde alles zuerst erdacht. Das Flugzeug, die Elektrizität, sogar das Mobiltelefon, das Sie heute benutzen. Alles begann in der Vorstellung eines Menschen. Wenn die Vorstellungskraft die Macht hat,
große Dinge in der physischen Welt zu schaffen. Warum sollte sie dann nicht die gleiche Macht in ihrem Leben haben? Das Wichtigste dabei ist, zu verstehen, dass die Vorstellung von etwas viel mehr ist als nur eine Visualisierung. Es ist das Gefühl, dass es bereits real ist. Wenn Sie sich vorstellen, die Person zu sein, die Sie sein wollen, zu haben, was Sie haben wollen, und Sie diese Erfahrung als wahr empfinden, erwecken Sie diese Realität auf der tiefsten Ebene zum Leben. Es bleibt also die Frage, wenn Ihre Vorstellungskraft so unbegrenzt ist, was werden Sie dann von nun an erschaffen? Stellen Sie sich vor, dass in diesem Augenblick Ihr größter Wunsch in Erfüllung geht. Wie würden Sie sich fühlen? Was würden Sie denken? Wie würden Sie sich in Ihrem täglichen Leben verhalten? Dies ist das zentrale Prinzip dessen, was Neville Goddard Entdenken nennt. Mit anderen Worten, anstatt sich etwas zu wünschen, als wäre es weit weg, fangen Sie an, es gedanklich zu leben, als wäre es bereits Wirklichkeit. Die meisten Menschen denken darüber nach, was sie wollen. Aber gleichzeitig verstärken sie die Vorstellung, dass sie es noch nicht haben. Sie wollen mehr Geld, aber sie sehen sich weiterhin als jemanden, der Geld braucht. Sie wünschen sich eine Beziehung, aber innerlich fühlen sie sich einsam. Sie wollen Erfolg, sehen sich aber als jemanden, der noch nicht so weit ist. Und es ist genau dieser Widerspruch, der die Manifestation verhindert. Neville erzählt die Geschichte eines Mannes, der unbedingt ein neues Haus haben wollte. Anstatt nur davon zu träumen, dass es in der Zukunft liegen würde, begann er, sich mental so zu verhalten, als würde er bereits darin wohnen. Nachts, vor dem Einschlafen, legte er sich hin und stellte sich vor, er sei in seinem neuen Zimmer, roch das neue Holz, berührte die Wände und lauschte den Geräuschen seiner Umgebung. Kurze Zeit später kam das Haus unerwartet zu ihm. Dies geschieht, weil das Unterbewusstsein nicht zwischen dem, was real ist, und dem, was man sich vorstellt, unterscheidet. Wenn es Ihnen gelingt, etwas als wahr zu empfinden, wird sich Ihre äußere Welt so umgestalten, dass sie diese neue Überzeugung widerspiegelt. Wie können Sie dies nun in Ihrem täglichen Leben anwenden? Hier sind 3 einfache Übungen. 1. Stellen Sie sich vor dem Einschlafen mental Ihren bereits erfüllten Wunsch vor. Schließen Sie die Augen und sehen Sie alles im Detail, wo Sie sind, mit wem, wie Sie sich fühlen. Erleben Sie diese Szene in Ihrem Geist, als wäre sie eine Tatsache. 2. Nehmen Sie die Haltung und die Gedanken der Person ein, die bereits erreicht hat, was sie sich wünscht. Wenn Sie das Gewünschte bereits hätten, wie würden Sie dann mit sich selbst reden? Wie würden Sie sich verhalten? Fangen Sie jetzt an, sich so zu verhalten. Drehs. Ersetzen Sie ich will durch ich bin oder ich habe. Wann immer Sie feststellen, dass Sie etwas in der Zukunft wollen, formulieren Sie es um. Sagen Sie statt ich möchte erfolgreich sein, ich bin erfolgreich. Sagen Sie statt ich will eine tolle Beziehung, ich bin in einer tollen Beziehung. Das mag anfangs seltsam erscheinen, aber je mehr Sie diese Einstellung trainieren, desto natürlicher wird sie werden. Und wenn sich Ihr innerer Zustand ändert, hat die Welt um Sie herum keine andere Wahl als zu folgen. Die Frage ist also, wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie sich ab heute dazu entschließen würden, so zu denken und zu fühlen, als ob Ihr Wunsch bereits Wirklichkeit wäre. In der Bibel heißt es an einer Stelle, legt den alten Menschen ab, der durch die Begierden des Betrugs verderbt ist, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser 4, 22-24. Aber was bedeutet das wirklich? Neville Goddard lehrt uns, dass in diesem Abschnitt nicht von einer äußerlichen Veränderung die Rede ist, sondern von einer radikalen Veränderung unseres Denkens und Fühlens. Der alte Mann steht für ihre alten Gedanken, die ihnen sagen, dass sie nicht fähig sind, dass das Leben schwierig ist, dass der Erfolg immer in weiter Ferne liegt. Es ist dieser Geisteszustand voller Zweifel, Unsicherheiten und Einschränkungen. Der neue Mensch hingegen ist ihr erneuerter Geist, der Möglichkeiten sieht, der sich selbst als einen erfolgreichen Menschen sieht, der sich wie jemand verhält, der bereits erreicht hat, was er will. Er ist derjenige, der über den Tellerrand hinausschaut, der gedanklich in der Realität lebt, die er schaffen will. Und jetzt kommt die große Frage: Sie können den alten Menschen nicht in eine neue Realität tragen. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie etwas Neues in Ihrem Leben manifestieren wollen, die alte Version von sich selbst vollständig aufgeben müssen.
Diejenige, die zweifelt, die Angst hat, die an der Vergangenheit festhält. Aber wie macht man das in der Praxis? Hier sind 3 grundlegende Schritte. Erstens, erkennen Sie die Gedanken des alten Menschen. Wann immer ein negativer Gedanke auftaucht, wie zum Beispiel das schaffe ich nie oder das ist für mich unmöglich, stoppen Sie ihn sofort. Machen Sie sich klar, dass dieser Gedanke zu Ihrer alten Geisteshaltung gehört und dass er Sie nicht länger zu bestimmen braucht. Zweitens, ersetzen Sie ihn durch ermutigende Überzeugungen. Ersetzen Sie jeden einschränkenden Gedanken durch eine Affirmation Ihres neuen Ichs. Sagen Sie anstelle von ich habe Pech, alles läuft immer zu meinen Gunsten. Sagen Sie statt ich habe kein Geld, der Reichtum fließt mir auf verschiedene Weise zu. Drittens, handeln Sie so, als wären Sie bereits der neue Mensch. Es reicht nicht aus, nur Ihre Gedanken zu ändern. Auch Ihr Handeln muss diese neue Identität widerspiegeln. Wie würden Sie sprechen, wenn Sie bereits wohlhabend wären? Wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie bereits erfolgreich wären? Nehmen Sie diese Einstellung jetzt an. Der Schlüssel zu diesem Wandel ist Wiederholung. Sie haben Jahre damit verbracht, die Muster des alten Mannes zu verstärken, also wird es einige Übung brauchen, um die neue Identität zu festigen. Aber wenn Sie sich auf diese Veränderung einlassen, geschieht etwas Unglaubliches. Die Welt beginnt, sich neu zu organisieren, um diese neue Version von Ihnen widerzuspiegeln. Die Frage, die sich nun stellt, ist, sind Sie bereit, den alten Menschen aufzugeben und den neuen anzuziehen? Denn von dieser Entscheidung hängt Ihre Realität ab. Stellen Sie sich einen Premierminister vor, der entschlossen ist, etwas für sein Land zu erreichen. Er gibt einen Befehl und seine Berater sagen, das ist nicht machbar, doch anstatt diese Antwort zu akzeptieren, wiederholt er einfach, das ist mir egal, machen Sie es einfach. Neville Goddard verwendet diese Metapher, um das Maß an Vertrauen und Beharrlichkeit zu veranschaulichen, das wir haben müssen, wenn wir unsere Realität erschaffen. Sie müssen wie dieser Premierminister Ihres eigenen Geistes sein. Wenn die äußere Realität versucht, Sie davon zu überzeugen, dass etwas unmöglich ist, sollte Ihre einzige Antwort lauten: Es ist bereits mein. Ich weiß, dass es so ist. Das Problem ist, dass die meisten Menschen auf halbem Weg aufgeben. Sie fangen an, sich vorzustellen, was sie wollen. Aber wenn sie keine unmittelbaren Ergebnisse sehen, lassen sie den Zweifel die Oberhand gewinnen. Und was passiert dann? Sie glauben wieder mehr an das, was sie sehen, als an das, was sie wollen. Und verstärken damit genau die Realität, die sie ändern wollten. Aber die Wahrheit ist, es dauert immer eine Weile, bis sich die physische Realität mit ihrer inneren Überzeugung deckt. Stellen Sie sich vor, Sie pflanzen einen Samen. Sie setzen ihn in die Erde, gießen ihn und warten. In den ersten paar Tagen passiert nichts. Wenn Sie die Erde umgraben, um zu sehen, ob etwas sprießt, unterbrechen Sie den Prozess. Aber wenn Sie darauf vertrauen, dass der Samen wächst, wird er unweigerlich zu einem Baum werden. Der Glaube funktioniert auf dieselbe Weise. Es spielt keine Rolle, was Ihre Augen jetzt sehen. Das Einzige, was zählt, ist das, was Sie innerlich wissen, dass es wahr ist. Und wie können Sie diese Gewissheit aufrechterhalten, wenn sich Zweifel einschleichen? Was Sie tun können, ist: Erleben Sie Ihre Wunscherfüllung jeden Tag aufs Neue. Wann immer Sie sich unsicher fühlen, gehen Sie zurück in Ihre Fantasie und fühlen Sie, dass Ihr Wunsch bereits Wirklichkeit ist. Das stärkt Ihren Glauben. Ignorieren Sie gegenteilige Beweise. Wie der Premierminister, der kein Nein akzeptiert, weigern Sie sich, alle Macht zu geben, was Ihrer Vision widerspricht. Wenn etwas schief zu gehen scheint, betrachten Sie es als Teil des Prozesses, nicht als Hindernis. Bleiben Sie hartnäckig, ungeachtet der Umstände. Neville sagt, dass diejenigen, die beharrlich sind, gewinnen, weil die Realität keine andere Wahl hat, als sich der Überzeugung derjenigen zu beugen, die niemals aufgeben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, dass das, was Sie wollen, bereits Ihnen gehört, und Sie dieser Vision treu bleiben, egal wie lange es dauert, die Realität wird nachgeben müssen. Die Frage ist also, sind Sie bereit, an Ihrem Glauben festzuhalten, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint? Denn genau dort findet die Transformation statt. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich Ihr Verstand manchmal wie ein außer Kontrolle geratenes Radio verhält, das immer und immer wieder negative Gedanken abspielt?
Plötzlich, ohne es zu merken, stecken sie in einem Kreislauf aus Zweifeln, Sorgen und Unsicherheiten fest. Doch Neville Goddard lehrt uns, ein negativer Gedanke ist nicht das Problem. Das Problem ist, ihn als Wahrheit zu akzeptieren. Zweifelhafte Gedanken werden auftauchen, weil Ihr Geist an alte Muster gewöhnt ist. Aber die gute Nachricht ist, dass Sie nicht nähren müssen. Sie können sich jederzeit dafür entscheiden, den Kanal zu wechseln und sich auf etwas zu konzentrieren, das Sie wirklich wollen. Und wie machen Sie das? Hier sind einige wirkungsvolle Strategien. Das Was wäre wenn? Spiel. Wenn ein negativer Gedanke auftaucht, verwandeln Sie ihn sofort in einen positiven Gedanken. Zum Beispiel: negativer Gedanke: Was, wenn nichts klappt? Umkehrung: Was wäre, wenn alles noch besser klappt, als ich es mir vorgestellt habe? Dies zwingt Ihren Verstand, eine neue Möglichkeit in Betracht zu ziehen, und durchbricht den Kreislauf des Zweifels. Die Unterbrechungsmethode. Jedes Mal, wenn ein negativer Gedanke auftaucht, unterbrechen Sie ihn sofort. Sie können laut Nein sagen, mit den Fingern schnippen, in die Hände klatschen oder einfach Ihre Körperhaltung ändern. Dies hilft, das Denkmuster zu durchbrechen und Raum für einen neuen Gedanken zu schaffen. Ersetzen Sie dann den negativen Gedanken durch eine bestärkende Affirmation. Statt „Das schaffe ich nie, ich bin fähig und alles läuft zu meinen Gunsten." Statt „Das ist unmöglich, wenn ich es mir vorstellen kann, kann ich es auch schaffen." Die Spiegelübung. Schauen Sie sich jeden Tag im Spiegel in die Augen und sagen Sie mit Überzeugung: Ich bin der Herr über meine Gedanken. Meine Gedanken erschaffen meine Realität, und ich entscheide mich, nur das zu denken, was mich stärkt. Ich vertraue darauf, dass sich alles perfekt manifestiert. Es mag zunächst seltsam erscheinen, aber diese einfache Gewohnheit programmiert Ihren Geist darauf, das zu glauben, was Sie wollen, und nicht das, was Sie fürchten. Denken Sie daran: Sie haben die volle Kontrolle über die Gedanken, die Sie füttern wollen. Zweifel können an die Tür klopfen, aber Sie müssen sie nicht hereinlassen. Die große Frage ist also: Bauen Ihre Gedanken die Realität auf, die Sie sich wünschen, oder verstärken sie nur das, was Sie nicht wollen? Denn am Ende haben Sie immer die Wahl. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Menschen, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind, immer zu bekommen scheinen, was sie wollen? Während andere, die sich sehr bemühen und alles richtig machen, sich weiterhin abmühen, ohne Ergebnisse zu sehen. Neville Goddard erklärt, dass dies daran liegt, dass die Gesetze der Vorstellungskraft unpersönlich sind. Sie fällen keine Urteile. Sie funktionieren einfach. So wie es der Schwerkraft egal ist, ob Sie ein guter Mensch sind oder nicht. Wenn Sie von einem Gebäude springen, werden Sie fallen. So arbeitet auch das Gesetz des Geistes ohne Bevorzugung. Was immer Sie in Ihrer Vorstellungskraft mit Glauben und Beharrlichkeit am Leben erhalten, wird sich früher oder später in Ihrer Realität manifestieren. Das bedeutet, dass es keine Rolle spielt, wer Sie sind, woher Sie kommen oder was Sie in Ihrem Leben getan haben. Die Macht zu erschaffen liegt in Ihnen. Die Frage ist nur: Nutzen Sie dieses Gesetz zu Ihren Gunsten oder gegen sich selbst? Neville erzählt die Geschichte eines Mannes, der unbedingt eine neue Stelle haben wollte, sich aber immer wieder einredete, dass es schwierig sei, dass ihn niemand einstellen würde, dass der Markt schlecht sei. Und was geschah? Er blieb arbeitslos, bis er beschloss, dieses Gesetz zu testen. Jeden Abend vor dem Einschlafen stellte er sich vor, dass er bereits angestellt war und seinen Chef sagen hörte: Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden eingestellt, und er fühlte den Nervenkitzel des Erfolgs. Er machte so lange weiter, bis sich ohne logische Erklärung eine Gelegenheit ergab, mit der er nie gerechnet hätte. Dies beweist, dass Fantasie keine Logik braucht. Sie braucht nur Überzeugung. Und das ist der wichtigste Punkt. Das Gesetz verlangt nicht, dass man gut ist oder es verdient. Es verlangt nur, dass man glaubt. Die Frage ist nun: Wenn dieses Gesetz für jeden funktioniert, wie können Sie dann anfangen, es bewusst anzuwenden, um Ihr Leben zu verändern? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Bibel nicht nur ein religiöses Buch ist, sondern ein echtes Handbuch für die Gestaltung der Realität? Neville Goddard lehrt uns, dass die biblischen Geschichten nicht als historische Ereignisse, sondern als symbolische Darstellungen des menschlichen Geistes gelesen werden sollten.
Alles in ihnen ist eine Metapher für die Funktionsweise des Denkens und der Fantasie. Nehmen wir einen der bekanntesten Verse: Was immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet, und ihr werdet es haben. Markus 11,24. Damit ist nicht nur gemeint, ein formelles Gebet zu sprechen und darauf zu hoffen. Für Neville bedeutet diese Passage, dass man, wenn man sich etwas wünscht, jetzt in seiner Vorstellung das Gefühl haben muss, dass dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist die Geschichte von Mose. Als Gott ihn nach seinem Namen fragt, antwortet er: Ich bin, der ich bin, Exodus 3,14. Goddard erklärt, dass sich dieses Ich Bin nicht auf eine äußere Entität bezieht, sondern auf das schöpferische Bewusstsein in jedem von uns. Alles, was Sie nach Ich Bin sagen, wird zu Ihrer Realität. Wenn Sie sagen, ich bin wohlhabend, dann bestätigen Sie damit den Wohlstand als Wahrheit. Wenn Sie sagen, ich bin unglücklich, dann erschaffen Sie diese Erfahrung für sich selbst. Die Bibel ist voll von diesen Lehren, und Neville benutzt sie, um zu zeigen, dass Gott und ihre Vorstellung ein und dasselbe sind. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch, Lukas 17,21, bedeutet das, dass eure Realität im Inneren erschaffen wird, bevor sie sich im Äußeren manifestiert. Wie können Sie dies nun in Ihrem täglichen Leben anwenden? Suchen Sie sich einen Wunsch aus und sprechen Sie ihn aus, als ob er bereits Wirklichkeit wäre. Wann immer Sie daran denken, sagen Sie ich bin oder ich habe statt ich will oder ich brauche. Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft als Hilfsmittel für Ihr Gebet. Stellen Sie sich vor dem Einschlafen die Szene vor, in der sich Ihr Wunsch erfüllt, und spüren Sie die Freude, ihn bereits erreicht zu haben. Bleiben Sie der neuen Geschichte, die Sie erschaffen, treu. Auch wenn die Außenwelt etwas anderes zu sagen scheint, halten Sie sich an das, was Sie innerlich als wahr empfinden. In der Bibel heißt es seit jeher, der Glaube ist die Gewissheit dessen, was man erhofft, Hebräer 11,1. Jetzt wissen Sie, was das wirklich bedeutet. Nicht warten, um zu sehen, sondern fühlen, als ob es schon wahr ist. Die große Frage ist also, wenn dieses Wissen schon immer vorhanden war, was werden Sie dann von nun an erschaffen? Neville Goddard wollte nicht, dass Sie sich einfach auf sein Wort verlassen. Er wollte, dass Sie es selbst ausprobieren. Er sagte immer: Nimm nichts blindlings an. Probiere es aus. Wenn Ihre Vorstellungskraft wirklich Ihre Realität erschafft, dann können Sie das beweisen, indem Sie einfach kleine Tests in Ihrem Alltag durchführen. Hier ist ein einfaches Experiment, das Sie sofort beginnen können. Schließen Sie vor dem Einschlafen die Augen und stellen Sie sich eine kurze Szene vor, die Ihnen bestätigt, dass Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Etwas Kleines, aber Bedeutendes. Es könnte jemand sein, der Ihnen gratuliert, eine Nachricht von der Bank, dass Ihr Wunsch erfüllt wurde, oder Sie halten einen Gegenstand in der Hand, der Ihre Leistung repräsentiert. Und jetzt kommt der Clou: Sehen Sie es nicht als etwas, das weit weg ist. Fühlen Sie es so, als ob es jetzt geschehen würde. Wiederholen Sie diese Szene ein paar Tage lang und achten Sie auf Anzeichen. Viele, die dieses Experiment durchgeführt haben, waren überrascht, dass scheinbar zufällige Dinge geschahen, die aber in Wirklichkeit direkte Reaktionen auf ihre Vorstellung waren. Zweiter, die Herausforderung der unerwarteten Begegnungen. Wählen Sie eine Person, die Sie schon lange nicht mehr gesehen haben, und stellen Sie sich vor, Sie hätten sie getroffen. Visualisieren Sie das Treffen, stellen Sie sich das Gespräch vor, sehen Sie ihr Gesicht deutlich. Vergessen Sie die Begegnung und gehen Sie Ihrem normalen Leben nach. Sie werden überrascht sein, wie unerwartet diese Person auftauchen kann. Dritter, der Test des kleinen Ziels. Bevor Sie das Haus verlassen, sagen Sie sich: Heute werde ich etwas sehen, das mich zum Lächeln bringt. Denken Sie nicht darüber nach, wie es geschehen wird, sondern gehen Sie einfach davon aus, dass es eine Tatsache ist. Beobachten Sie im Laufe des Tages. Es könnte eine freundliche Geste von einem Fremden sein, ein unerwarteter Fund oder sogar ein lustiger Zufall. Das beweist, dass Ihre Absicht Ihre Erfahrung prägt. Die Wahrheit ist, dass Sie diese Prinzipien die ganze Zeit über testen können. Fangen Sie klein an und arbeiten Sie sich nach oben. Je mehr Sie sich selbst beweisen, dass Ihre Vorstellungskraft der Schlüssel ist, desto mehr Vertrauen werden Sie haben, um noch größere Veränderungen in Ihrem Leben zu bewirken. Hier ist also die Einladung: Was werden Sie heute ausprobieren? Jetzt,
Da Sie die Macht Ihrer inneren Gespräche, die Rolle der Vorstellungskraft bei der Erschaffung der Realität und die Bedeutung von Vertrauen und Ausdauer verstanden haben, bleibt nur noch eines zu tun. Machen Sie daraus einen Lebensstil. Es reicht nicht aus, diese Prinzipien ein paar Tage lang anzuwenden und dann wieder in Ihre alten Muster zurückzufallen. Wenn Sie eine echte und dauerhafte Veränderung wollen, müssen Sie diese neue Denkweise als Ihre Identität annehmen. Und wie machen Sie das? 1. Werden Sie zum Wächter Ihres Geistes. Der erste Schritt besteht darin, sich immer bewusst zu machen, was Sie denken und fühlen. Bauen Ihre Gedanken das Leben auf, das Sie wollen, oder verstärken Sie das Leben, das Sie nicht mehr wollen? Wenn Sie feststellen, dass Sie in negative Muster zurückgefallen sind, machen Sie sich keine Vorwürfe. Lenken Sie einfach um. Wie Neville lehrt, versuchen Sie nicht, die Welt zu ändern, ändern Sie Ihre Vorstellung von der Welt. 2. Leben Sie so, als wäre es bereits Realität. Denken Sie daran. Nicht das, was Sie wollen, sondern das, was Sie für wahr halten, manifestiert sich. Nehmen Sie also gedanklich den Zustand an, den Sie sich wünschen. Denken, sprechen und handeln Sie wie jemand, der bereits hat, was Sie wollen. Das bedeutet nicht, dass du dich verstellst oder dir etwas vormachst, sondern dass du dich mit der Version von dir abstimmst, die diese Realität bereits lebt. 3. Bleiben Sie dran, bis es natürlich wird. Anfangs mag diese neue Denkweise gezwungen wirken, aber durch Wiederholung wird sie automatisch. Was einst Anstrengung erforderte, wird zur zweiten Natur. Der menschliche Geist ist wie ein Muskel. Je mehr man ihn trainiert, desto stärker wird er. Wenn Sie jeden Tag üben, wird es irgendwann selbstverständlich sein, an das Ende zu denken, sich wohl zu fühlen und positiv mit sich selbst zu sprechen. Neville Goddards letzte Lehre ist einfach, aber wirkungsvoll. Du bist bereits das, was du sein willst. Alles, was du tun musst, ist diesen Zustand anzunehmen. Es gibt nichts mehr, worauf man warten muss. Die Transformation beginnt jetzt, in dem Moment, in dem Sie sich entschließen, mental das Leben zu leben, das Sie sich wünschen. Die Frage bleibt also, sind Sie bereit zu akzeptieren, dass das Leben Ihrer Träume bereits Ihnen gehört? Denn wenn Sie das mit Überzeugung glauben, wird die Welt keine andere Wahl haben, als sich ihrer neuen Realität zu beugen.